2 mal 2 mal 3 Zentimeter. Also gar nicht so klein. Ihr könnt natürlich auch Schokoriegel reinlegen, das geht auch. Oder eine Kette könnte man da auch reinpacken. Also viele Möglichkeiten. Ihr könnt natürlich auch diesen Kasten größer machen, dann wird halt die Karte ein bisschen kleiner. Das sollte auch kein Problem sein, das umzurechnen. Und ja, wenn dich das jetzt interessiert, wie ich das gemacht habe, dann bleib dran und schau dir das Video bis zum Ende an. Viel Spaß! Was du dafür brauchst, ist jetzt einfach ein DIN A4-Blatt und etwas zum Falzen und ein bisschen Klebe. Das war's dann auch schon. Natürlich nachher was zum Dekorieren, aber jetzt für die Sache selber brauchen wir nur erstmal ein DIN A4-Blatt. Und zwar wird das auf der langen Seite gefalzt bei 2 cm, bei 5, bei 7, bei 10, 12 und hinten bei 21. So. Dann legst du die kurze Seite an und dann wird bei 3,5 gefalzt und bei 18 cm. So, das war's schon. Jetzt müssen wir noch ein bisschen was schneiden. Okay, ich habe vergessen vorhin, ihr braucht noch eine Schere. Aber es ist ja eigentlich meistens so. So, schneiden müssen wir jetzt diese beiden von den großen Stücken, die ihr habt. Schneiden wir hier unten die beiden und hier oben die beiden Stücke ab. Dafür nehmen wir das Schneidebrett. Wo hat meins sich denn versteckt? Ah, auf dem Stuhl. Okay. So, na, lieber so rum. Nicht zu viel abschneiden. So, also nur die beiden großen Kästchen, die ihr hier habt, die schneiden wir ab. So. Den Rest mache ich mal hier mit der Schere. Jetzt würde ich das ja so machen. Und hier auch noch mal die beiden großen. So, dass ihr hier die ganzen kleinen habt, ne? Ist immer ein bisschen blöd zu sehen mit der Farbe. Aber ihr seht ja, was jetzt übrig geblieben ist. So, das wird jetzt hier die Box und das ist die Karte. Da können wir jetzt einmal hier die Laschen einschneiden. Und zwar müssen wir das hier einmal als Boden haben und einmal als Deckel. Dafür nehmt ihr jetzt das breitere Stück unten. Das waren, glaube ich, 3,5. Ja. Und oben sind 3 cm. Also die 3,5 nehmen wir jetzt als Boden. Und die könnt ihr euch dann gleich anschrägen. Na, meine Schere klebt. So, das ist also der Boden. Falzen wir uns das mal einmal durch. Einmal die Falten nachziehen mit unserem Falzbein. Ihr könnt jetzt meistens auch ein bisschen besser an der Kamera. Sieht man das ein bisschen besser.
Ich habe jetzt hier kein Fotopapier genommen, was ich ja sonst in der letzten Zeit in meinen anderen Videos gerne benutzt habe, aber ich habe gemerkt, dass beim Fotopapier reißt das sehr gerne bei den Falzen. Und deshalb nehme ich jetzt dieses hier. So. Achso. Das müssen wir jetzt auch noch einschneiden hier. Und das schneidet ihr jetzt aber erstmal gerade ein. Ich muss erstmal schauen, wie viel wir davon brauchen. So. Dann wird die Box so zugemacht. So, und dann seht ihr, sind die ja zu lang. Und deshalb habe ich gesagt, wir schneiden die erstmal nur ein. Und dann schneidet ihr euch da einfach ein Stück ab. Dann könnt ihr das hier zumachen. Und hier machen wir es genauso. Und hier, also eine Seite könnt ihr euch aussuchen, wo ihr dann eine Lasche macht, die ihr da reinsteckt, damit ihr es auch wieder öffnen könnt. Na, also das wird dann hier reingesteckt. Dann könnt ihr die jetzt schon mal abmachen. Mal schauen. Also, eigentlich hatte ich gesagt, dass das der Boden ist, die langen. Aber wir nehmen das doch jetzt lieber als Öffnung und machen hier unten den Boden zu. Dann schneidet ihr euch die kleineren Stück ab. Einmal gucken. Der kann auch noch mal weg, der ist doppelt. Da könnt ihr noch einen abschneiden. So könnt ihr das austesten. Und dann würde ich sagen, wir nehmen ein. Als Lasche. So, dann schneidet ihr euch den zweiten auch noch weg. Sonst geht das nämlich nicht zu. Habe ich gerade gemerkt. Also so, das ist dann so. Und den großen hier, den nehmen wir dann, um ihn da reinzustecken. Damit man es wieder öffnen kann. So. So sollte das eigentlich sein. Mensch, Monika. So, der ist doppelt. Seht ihr hier, ne? Das sind hier zwei auf der Seite. Da können wir wieder einen wegnehmen. Und dass der Boden ist, so. So, dann sieht das. Sollte das jetzt so aussehen bei euch. Schwere Geburt. So, dann machen wir hier unten. Ne, wir machen jetzt dieses Stück. Kleben wir uns jetzt da drauf. Also hier Klebe drauf. Auf den letzten oder auf den ersten. Wo ist meine Klebe? Da. Mal schauen, ob da noch genug drauf ist. So. Das kommt jetzt
so auf diese Falz, also an diese Falz ran. Das könnt ihr auch so umknicken. Also an die letzte Falz, ne? So, dann können wir den Boden jetzt schließen, der eigentlich der Deckel war. Ja, man kann sich ja noch mal umentscheiden. Ich hasse ja dieses Gummiding hier dran, ne? Aber wenn ich das abmache, trocknet mir der Kleber aus. Das noch einmal hinstellen. So, und hier könnt ihr dann was reintun. Und mit der geknickten Seite hier. So. So, jetzt kann man sich das aussuchen, ob ihr die Karte jetzt so hinstellen möchtet, dass das da drin ist. Also, dass man das nicht sieht, dass da eine Box ist. Na, also, die ist dann da. Oder ihr dreht das andersrum. Und das steht dann so, die Box da. Na, Pappe will nicht. Jetzt ist hier natürlich nichts drin, deswegen kippt sie jetzt. Aber wenn ihr nachher da was drin habt, dann ist das ja schwerer. Und dann bleibt das auch so stehen. So. Und dann könnt ihr jetzt hier natürlich was Schönes drauf machen. Ihr könnt sogar, wenn ihr es nicht richtig festklebt, könnt ihr auch da noch Deko einbringen. Zum Beispiel. So. Zum Verschicken ist das natürlich nicht günstig, weil die Schachtel nach oben zeigt. Was ihr machen könntet, wäre noch so, aber das wäre es dann auch schon. Aber ich finde, so zum Aufstellen, finde ich, ist das wieder eine gute Idee. Und ich dachte mir, vielleicht findet ihr das auch so. Und dann können wir jetzt anfangen zu dekorieren. Ich freue mich. Ich habe jetzt ein bisschen dekoriert. So sieht meine Karte jetzt aus. Die kleine Box mit dem Teddybären. Hier unten ein Geschenkpaket. Und hier ein Happy Birthday. So habe ich mir die jetzt gestaltet. Da gibt es jetzt natürlich wieder viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Möglichkeiten, die überlasse ich jetzt euch. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Nachbasteln und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.